Amen. Amen. We've been dealing with a number of Bible verses in our recent classes, In unseren letzten Unterrichtsstunden haben wir einige Bibelverse betrachtet and that list of verses is growing. und diese Liste an Versen wächst. And my experience, when we get to this part of a study, Und in meiner Erfahrung, wenn wir an diesen Punkt in einem Studium gelangen, that we can see will just continue to grow, wo wir erkennen, dass wir fortan wachsen, I think it's useful just to take a pause dann denke ich, ist es sehr sinnvoll, dass wir eine Pause einlegen and retrace our steps. und unsere Schritte, die wir bisher gegangen sind, nochmals wiederholen. So I want to spend a little time just doing that. Ich möchte nun einige Zeit damit verwenden, genau dies zu tun. And instead of just going through the logic or the story, we're going to just go through the verses. Und anstelle durch die Logik der Geschichte zu gehen, möchten wir jetzt nochmals die Verse betrachten. So that we're all clear on what the issue is, Damit wir auch alle uns einig sind, was die Thematik ist, we want to try to understand the relationship between prophecy and morality. wir möchten das Verhältnis zwischen Prophetie und Moral verstehen. And what we've seen is that most Adventists have an incorrect understanding. Was wir bisher erkannt haben, ist, dass die meisten Adventisten ein falsches Verständnis haben. Their incorrect understanding is that they think prophecy is separate and distinct to morality. Ihr falsches Verständnis liegt darin, dass sie denken, dass die Prophetie etwas komplett Separates ist und etwas anderes als Moral. So the first thing we did was connect them together. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, genau diese beiden nun zu verbinden. We looked at the definition of morality, Wir haben die Definition von Moral betrachtet has two parts. und dort haben wir zwei Teile erkannt. Part 1, Teil 1, right and wrong. richtig und falsch. Part 2, Teil 2, the right and wrong is connected to a relationship. dieses richtig und falsch steht in Verbindung mit einer Beziehung. Either with another human being or with God. Einer Beziehung entweder zu einem anderen Menschen oder die Beziehung zu Gott. And that now enables us to understand morality in the framework of the Ten Commandments. Und das hilft uns nun, die Moral in dem Rahmenwerk der 10 Gebote zu verstehen. Can we see how we made those steps? Können wir nochmals nachvollziehen, diese Schritte nochmals nachvollziehen? How we went from a definition of morality Wie wir von dieser Definition von Moral all the way to the Ten Commandments. bis hin zu den 10 Geboten gelangt sind. And we separated the Ten Commandments into two parts. Und dann haben wir die 10 Gebote in 2 Teile getrennt. Does that make sense? Macht das soweit Sinn? Yes, Brother Jim? Could you just go through those steps then? Kannst du nochmal die Schritte Well, wiederholen? the commandments are divided into Let's go right back to the beginning. Von Anfang an. of moral and Trace our prophecy. steps. Okay. Folge die Schritte, die So- wir gegangen sind. Into the mic, please, because it will. We went from prophecy and morality is in both prophecy and morality. Die Moral finden wir in der Prophetie und der Moral. We can try and keep the steps as we just discussed them a minute ago. Versuche die Schritte einzuhalten, die wir danke. eben vor einer Minute schon besprochen haben. We begin with. What do we begin with? Mit was beginnen wir? The definition. Die The Definition. definition of morality is right and wrong, Definition von Moral ist richtig und falsch. Oder richtig oder falsch. or also it's right and wrong in a relationship with God or man. Und des Weiteren ist es ein richtig oder falsch in Bezug auf die Beziehung. Entweder Beziehung zu einem anderen Menschen oder die Beziehung zu Gott. So that's the definition of morality. Das war die Definition von Moral. Then we see that the definition of prophecy
Dann erkennen wir, dass die Definition von Prophetie just at this level is the same. und auf dieser Yes. Ebene ist die gleiche Definition. But in prophecy we add time. Nur bei der Prophetie haben wir noch das Zeitelement hinzugefügt. Good. How do we get to the Ten Commandments now? Wie verschaffen wir nun den Sprung zu den 10 Geboten? Because I don't remember exact words, but it's because they're our moral guide. Die 10 Gebote sind eine moralische Richtlinie. So the Ten Commandments are our moral guide. Yes. And they're divided into 2 parts. Und diese sind in 2 Teile getrennt. And we saw that in like Matthew 22 and Matthew 7:12. Das haben wir in Matthäus The- 22 und in Matthäus 7,12 gesehen. Tell us the 2 parts. Haben wir da die 2 Teile erkannt? The first 4, which are God, for God, our relationship with God, and the Die- second 6 that is our relationship with our neighbor, Die 2 Teile sind zum einen die ersten 4 Gebote, or other die humans. über die Beziehung mit Gott sprechen, und die letzten 6, die über die Beziehung mit anderen Menschen sprechen. Good. So Adventists have an incorrect understanding Adventisten haben nun ein falsches Verständnis of the relationship between prophecy and morality. von der Beziehung der Prophetie mit der Moral. They think they're 2 separate things. Sie denken, dass sie 2 getrennte Dinge sind. We looked at the definition of morality. Wir haben die Definition von Moral betrachtet. It's right and wrong Das ist richtig und falsch in connection with the relationship in Zusammenhang mit einer Beziehung or interaction oder auch einer Interaktion between yourself and someone else. zwischen dir und jemandem anderen. That someone else can be another human being or it can be God. Und dieser andere kann entweder ein anderer Mensch sein oder Gott. Because we see it's a relationship with either one of those 2 beings, Und weil wir nun erkennen, dass es die Beziehung zu einer dieser beiden Wesen ist, we observe that the 10 Commandments is exactly that same dynamic. erkennen wir, dass die 10 Gebote genau die gleiche Dynamik beschreiben. The 10 Commandments 10 Gebote are about doing right or wrong handeln von dem richtig oder falsch Verhalten in our relationship with another human being or with God. in unserer Beziehung zu einem anderen Menschen oder in unserer Beziehung zu Gott. So it's in 2 parts. Es sind also 2 Teile. So we established that. Das haben wir soweit etabliert. And then as Brother Jim told us, Und so wie Bruder Jim eben gesagt hat, the only difference between prophecy and morality der einzige Unterschied zwischen Prophetie und Moral is the subject or the issue of timing. besteht in diesem Zeitelement. When that moral issue, Wenn nun diese moralische Thematik, that moral event, dieses moralische Ereignis, that interaction happens. diese Interaktion nun geschieht In prophecy, in der Prophetie, it's out of your control, ist das dann außerhalb deiner Kontrolle, and in morality, it's within your control. aber in der Moral kannst du es kontrollieren. So you can decide Es liegt nun an dir zu entscheiden, when you want to speak to someone, when you want to eat, when you want to behave good or bad. wann du mit jemandem sprechen möchtest, wann du essen möchtest, wann du dich gut verhältst oder auch wenn du dich schlecht verhältst. You decide when you want to apologize. Du entscheidest, wann du dich entschuldigst. This is all morality. Das ist alles Moral. Now, when that gets taken out of your hand, the timing, it becomes prophecy. Sobald aber dies nun außerhalb deiner Kontrolle liegt, dann wird es Prophetie. So that's our simple, basic definition. Das ist nun unsere einfache, grundlegende Definition. And then we have to add a few more layers onto that. Und dann müssen wir nun einige weitere Ebenen dazufügen. It's all good and well having a prophecy about you, Es ist schön und gut, eine Prophezeiung über dich zu haben. but we want a prophecy that's not just about
me, but it's about this group, Aber wir möchten eine Prophezeiung haben, die nicht nur über mich geht, sondern über diese Gruppe, the church, die Gemeinde, the world. die Welt. It has to have this property of scalability. Es muss diese Eigenschaft dieser Skalierbarkeit beinhalten. So to get from morality to prophecy, Um von Moral nun zu Prophetie zu gelangen, he has to have some properties to it. muss es gewisse Eigenschaften beinhalten. Time Zeit and scale. und auch diese Skala. When we say scale, Und wenn wir Skala sagen, we means it you can apply this issue from an individual to everyone on this planet. oder diesen Maßstab, dann meinen wir, dass man das Gleiche sowohl auf einen Einzelnen als auch auf die ganze Welt anwenden kann. And in this movement, In we, dieser, we chose not to use the word scale. in dieser Bewegung haben wir nicht dieses Wort Maßstab oder Skala benutzt. We chose to use the word fractal Wir haben das Wort Fraktal benutzt, because it more accurately portrays the idea of repeating patterns. Es wiederholt nämlich dieses Prinzip der wiederholenden Muster besser. God has got two choices. Gott hat zwei Wahlmöglichkeiten. He either gives everybody their own individual unique test, Entweder gibt er jedem Einzelnen individuell seinen eigenen individuellen Test. he could do that if he chose to. Das könnte er tun, wenn er das wählen würde. A variation on that thought Eine Variation von diesem Gedanken is that he could collect all the religionists in one place wäre, dass er alle religiösen Menschen in eine Gruppe zusammenfasst. we'll call them Christians, Und wir nennen sie jetzt Christen, the church, die Gemeinde, and everyone else. und demgegenüber alle anderen. And instead of giving us an individual unique test, Und anstelle er uns nun unseren eigenen individuellen Test gibt, he can do a group one. kann er jetzt einen Gruppentest One for the machen. church, one for the world. Einen Test für die Gemeinde, den anderen für die Welt. That's option one. Das ist Option Nummer 1. Option two is what? Und Option Nummer 2 ist dann welcher? Sister Esther, what's his second option? Was ist die zweite Option? Sister Raylene? I'll try to. He can either Er kann entweder give everybody an individual test, jedem einen individuellen Test geben, so there'd be 7 billion tests. sodass es dann 7 Milliarden Tests gäbe. It'd get complicated. Das würde sehr schwierig werden. He could do a variation of that, Er könnte aber auch das etwas abändern and he could say do, I don't know what the exact number is, I'll say 200 tests, Ich könnte aber auch 200 Tests machen. one for each country. Ein Test für jedes Land. Or he could say, we'll do 2 tests, Oder könnte er auch sagen, lasst uns 2 Tests machen. one for men, Der eine für den Menschen, one for women. eine für den Mann, ein Test für die Frauen. He could do it in various ways. Er kann es also auf verschiedene Art und Weisen tun. He could say one for Christians, one for the world. Er könnte auch sagen, ein Test für die Christen, ein Test für die Welt. So that's one option. Das alles ist eine Option. The second option Und die zweite Option is what? ist nun welche? Instead of doing individualized testing, Anstelle, dass er diese individuellen Tests aufstellt, Is a test for everybody the same? dass der Test nun für jeden gleich ist. he makes a test that's the same for everybody. Er stellt einen Test auf, der für jeden der gleiche ist. And that is not easy to do. Und das ist nicht einfach, so einen aufzustellen. You have to be careful. Man muss sehr vorsichtig sein. His biggest obstacle Sein größtes Hindernis is what? What's his biggest obstacle, Sister Catherine? Was ist sein größtes Hindernis? Or who, if you want to, you either can do the issue or you can name a group. Oder wer? Du kannst entweder die Sache nennen oder die Gruppe. What's his biggest obstacle when he has to design a test? Wenn er nun einen Test kreieren muss, was ist sein größtes Hindernis? Oder wer ist das größte Hindernis?
He has, because of his people, Sein He Volk. has his people, and then he has the world. Er hat sein Volk und er hat die Welt. I've already said that. Das habe ich schon gesagt. He wants to design a single test. What issues does he face? Er möchte einen einzigen Test aufstellen. Welche Probleme und Hindernisse hat er jetzt nun damit? Huh? I don't know. Sister Suwanna? Everyone's not familiar with the Bible and God's law. Nicht jeder ist mit der Bibel vertraut und mit Gottes Gesetz. So we want to really make this a simple point. Wir möchten das hier jetzt nun zu einem wirklich einfachen Punkt machen. It's not just about they're not familiar with the Bible, Es geht nicht nur darum, dass sie nicht mit der Bibel vertraut sind. because I would argue Denn ich würde nun argumentieren, that all 7 billion people dass alle 7 Billionen Menschen, are familiar with 99% of the Bible. Milliarden Or a sind, large percentage. mit etwa 90 oder 99% der Bibel vertraut sind. So what's his problem? Was ist denn sein Problem? All believe in God. Dass sie nicht an Gott glauben? So that's the problem, Das ist das Problem. that they don't actually believe in him. Dass sie eigentlich gar nicht an ihn glauben. Most of the world Die meiste Welt don't accept or recognize that he even exists. akzeptieren, dass er überhaupt existiert. They either worship themselves, Entweder beten sie sich selbst an, we call them und diese nennen wir people who worship themselves, Leute, die sich selbst anbeten, atheists, Atheisten, yeah, not arrogant, atheists, nicht arrogant, sondern Atheisten. or they worship idols, Oder sie beten Götzen an. one of the two. Einer dieser beiden. So that would be a really bad test. Das wäre also ein sehr schlimmer Test. So anything that's connected with him Alles, was also in Verbindung mit ihm steht, cannot be the test. kann nicht zum Test werden. The more we talk about this, the clearer it should be in your minds. Je mehr wir darüber sprechen, desto deutlicher sollte es in euren Gedanken werden. Sister Kathy, you're a Seventh-day Adventist, Du bist 7-Tags-Adventist. I think. Yeah. No, I mean, I think you guys still identify with Yeah, that yeah, label. Why does that cause you so much problem Warum ruft das jetzt so viele Probleme in dir hervor, as an Adventist? als Adventist? Because anything connected to God is not helpful to the unbelievers. Is that what you're saying? Alles, was mit Gott in Verbindung steht, ist doch nicht für die Ungläubigen nicht von Nutzen. Well, I think part of the problem is not only the people who don't know God, but the people who claim to know God. Ich glaube, die Personen, die sagen, dass sie an Gott nicht glauben, sind gar nicht nur das Problem, sondern eigentlich auch diejenigen, die an Gott glauben. Like Oder you. die behaupten, an Gott zu glauben. We give a Like wrong, you. yes, we give a So wie du. wrong image of God to people. Wir geben ein falsches Bild von Gott an die Menschen weiter. What are you supposed to do? Was solltest du denn tun? Love my neighbor. Meine Nächsten zu lieben. Which means give no image of God. Welches bedeutet, dass du kein Bild von Gott gibst. Not accurate, of Yeah, course. yeah. Das ist Ja. jetzt nicht so richtig. So what's your problem as an Adventist? Was ist denn dein Problem als Adventist? What are your marching orders? Was sind denn To obey the deine first four. Marschrichtungen? To obey God, serve God. Gott zu gehorchen And to teach? und was zu lehren? About the Sabbath. Den Sabbat zu lehren. So this is our fundamental problem. Das ist unser fundamentales Problem. We have been taught Wir lehrten, that the great test wurden gelehrt, dass der große Test is to teach all these people what? all diesen Menschen was zu lehren. Sabbath. Der Sabbat. And it just cannot be Das kann so nicht sein. because they don't even believe in the God. Sie glauben ja noch nicht einmal an einen Gott.
They don't understand him. Sie verstehen ihn nicht. And in order for them to be tested, Und damit sie getestet werden können, what do they first need to become? was müssen sie erst einmal werden? This is one. What do they first need to become if you're going to test them on the Sabbath? Wenn man sie auf den Sabbat hin testet, was müssen sie denn zunächst werden? You mean the people that he's The testing? world. Yeah, the world. Oh, Die well, Welt. they'd have to be, Seventh-day Adventists. Sie müssen erstmal zu 7 Or Tagesadventisten Adventist. werden. Go with that. Yeah, okay. Sister Aileen? Yeah, what did it say, Christian? They first have to be Christians. Sie müssen erst einmal Christen werden. And then a special type of Christian, Und dann sogar eine spezielle Art von Christ, a Bible-believing Christian, einen bibelgläubigen Christen, one that can accurately read, einer, der richtig lesen kann, which means they have to be a Seventh-day Adventist. welches bedeutet, dass er ein 7 Tagesadventist sein muss. And that's before they even have a test. Und das alles muss noch vor dem eigentlichen Test geschehen. What's the problem with that, Sister Catherine? Was ist denn das Problem damit? They're not gonna choose that. Sie werden das so nicht auswählen. So first you have to harvest them, Erst muss man sie also ernten, bring them into the church, sie in die Gemeinde bringen and then und dann you have to test them. muss man sie testen. So everything is out of sequence. Alles ist also in der falschen Reihenfolge. Because what is the harvest Denn was ist denn die Ernte of those people? dieser Menschen? Come out Komm aus of, Reife. Maturity. Maturity? Come out of maturity. Er fragt, komm aus was heraus? Komm heraus. Die Ernte ist aber Reife. Oh, at the end of harvest you have to be mature. At the beginning of harvest, you have to Denn do Am that. dann Anfang ist von der Ernte musst du reif sein, damit du geerntet ja, werden kannst. deswegen ist er dann zum Ernten, weil das schon ist er reif. Wenn wir es von vorne an anfangen, von Samen bis zum Schluss, dann ist reif zu ernten. So when we sow, then we have to wait until it's mature to harvest. Excellent. Die ganze Stufen. So the correct sequence. So we're going to tell people Wir sagen also den Menschen, to come out of Babylon. aus Babylon herauszukommen. Brother Jim, where they want to go? Wohin gehen sie denn dann? To God, to Zu Gott? Whose house? In welches Haus? God's house. In Good. Gottes Haus. God's house is called. Und wie wird Gottes Haus genannt? What's his house called? The church. Good. Die Gemeinde. So we tell them to come out of their place and come into our place. Wir rufen sie also aus ihrem Platz heraus und dass sie zu uns kommen. And now they're settled. Und jetzt sind sie bereit. Then what are we going to have to say to them? Und was müssen wir dann zu ihnen sagen? Sister Tamina? Then what will we say to them? Was sagen wir dann zu ihnen? Someone else. I can't remember my question. Come on. We already said come out. They're here in our house. And Jetzt- now what will we do? Wir haben ja schon gesagt, komm heraus. Sie sind jetzt in unserem Haus. Was müssen wir jetzt machen? Oh, by the way, So nebenbei, da gibt es noch mehr. now we're going to test you. Jetzt werden wir dich testen. On what issue? Aufgrund welcher Thematik? The Sabbath. Sabbat. But how did they get here? Aber wie sind sie denn überhaupt hierher gekommen? What does it mean to come into our house? Was bedeutet es denn, in unser Haus zu kommen? Means you have to Gibt es. keep the Sabbath. Man muss den Sabbat halten. So the whole logic is wrong. Die ganze Logik ist vollkommen falsch. You cannot take an 1888 model and scale it up to the world. Man kann nicht das Modell, ein 1888er Modell nehmen und es dann auf die Welt anpassen. So we saw Wir haben also erkannt, the proper definition of prophecy dass die richtige Definition von Prophetie is a moral issue folgendes ist, und zwar es ist ein moralisches Thema, that affects everybody. das jeden beeinflusst oder jeden etwas angeht. We call that a special historical event. Und das nennen wir ein besonderes historisches Ereignis. And we went from all of that Von all dem
to the issue of 2 commandments sind wir dann zu der Thematik der 2 Gebote gegangen and the confirmation und die Bestätigung, that the great test, dass der große Test, which is a prophetic test, welches ein prophetischer Test ist, it's a moral issue es ist eine moralische Thematik, controlled by time, die durch Zeit kontrolliert wird, is not the Sabbath. nicht der Sabbat ist. It becomes an issue that's connected with human beings. Es wird eine Thematik, die in Zusammenhang mit Menschen ist. Why does it have to be human beings? Warum müssen es Menschen sein? What word did we use? Welches Wort haben wir benutzt? Neighbor? Unser Nachbar oder Nächster? Parable. Es ist ein Gleichnis. Now give me another word. Und noch ein anderes Wort? Natural? That's parable. One word. Buchstäblich, geistlich? Nein, anderes Wort? Ein Wort? What did you Another say? word for parable or another word for the principle? Yeah, we go another word for parable. Ein anderes Wort für Gleichnis. What's the problem with the first 4? Was ist denn das Problem mit den ersten 4? You cannot see it. Man kann es nicht sehen, Good, you can't see it. man kann es nicht erkennen oder nicht sehen. What's the problem with the traditional definition of Daniel 2? Was ist das Problem mit der traditionellen Auslegung von Daniel 2? About the I'm not stone telling now? you what that traditional view is. Was You're ist- required to know. Was ist denn die traditionelle Auslegung von You Daniel What's 2? this? Was ist das hier? A blue pen. You got a choice. Ein blauer Stift, Black pen. ein schwarzer Stift. Daniel 2. Daniel 2. Statue. Die Statue. God's kingdom. Now what's this? Was ist das? Statue. Das ist die Statue. It's a mountain This is the. Das ist die. statue. You want to give it Statue. a synonym? Möchtet ihr noch ein Synonym geben? I don't mind giving this one a synonym, but this is not the synonym. So you can do Satan Kingdom of kingdom. Satan, the Königreich image, whatever you want. This is the statue. Bild, das ist die Statue. God's kingdom. Mountain. The mountain. Das They're ist not counterfeits. The mountain and the statue. Es ist der Berg und die Statue. Which one's the counterfeit? Welches ist denn die Fälschung? Which one's the counterfeit? Welches ist die Fälschung? This is a false copy Das of ist die falsche Kopie the von statue. dem? Von der Statue? Daniel 2, first there was all the kingdoms, and then comes the mountain. Wenn man Daniel 2 In an Daniel Daniel 2. 2 denkt, dann kommt ja erst die ganzen Königreiche und dann der Berg. And God did that to trick you, Und das hat Gott gemacht, um dich hereinzulegen, to make you think. damit du nachdenkst. So what's the counterfeit? Was ist also die Fälschung? Normal is everything was Satan do a counterfeit. Alles, was Satan tut, ist die Fälschung. It's the statue. Is Die it? Statue Agree with ist. that? Okay. So what do Adventists teach? Was lehren Adventisten? This is Das hier Sister ist Catherine. What? Heaven. Heaven. der Himmel. This is heaven, Das ist der Himmel. and this is. Und das hier ist Earth. die Erde. And what's their problem? Was ist ihr Problem? Geography. Geografie. So we straighten that out, Das haben wir berichtigt. and we say, Und wir sagen, Brother Jim, this is das ist. where? Wo befindet sich das? This is the statue. Das Ja. ist die Statue. Where is it? Wo befindet sie sich? In Babylon? In Well, it's got lots Babylon. of kingdoms. Es hat ja verschiedene Königreiche. God's Where, kingdom. where's it located? Wo befindet es sich? On the earth, On the earth. Auf der Erde. the world. Adventists say this is located Adventisten sagen, dass dieser hier in wo ist?
And we say im Himmel, aber wir sagen, Located here. it's Das ist- located on earth. dass er sich hier auf der Erde befindet. The world, Die Welt, The world. Earth. Earth. not earth. Church. Church. Gemeinde. This is the world and this is the church. Das ist die Welt und das ist die Gemeinde. Both living on this planet. Beide leben auf diesem Planeten. Are we okay with that? Können wir soweit nachvollziehen. So, where did all this story begin? Wo hat denn die ganze Geschichte begonnen? Sorry? Im Himmel? It's the Bible, at least the Bible chapter. Gib uns das Kapitel in der Bibel. At least, not Daniel. Not Daniel? Nicht Daniel. There isn't a Daniel 13. Da gibt es kein Kapitel 13. Revelation. No, not 13. Offenbarung 14. No. No? 12? 12, good. Offenbarung 12. Revelation 12 Offenbarung 12. says what, Sister Sue Ellen? Was heißt es dort? I don't know. Says what, Sister Aileen? Revelation 12. Offenbarung 12. Not sure. Sister Sarah? Just think of the woman who got persecuted, flattened. That's on earth. Okay. I'm versus too much on her. Too much down. Sister Tarina? Or in There was heaven. war in heaven. Da war Krieg im Himmel. Then what happened? Satan was cast down. Then Satan's cast down in heaven. It gets cast down to Earth. earth. Satan war im Himmel und wurde dann auf die Erde rausgeschmissen And he turns from a dragon to a... und wurde von einem Drachen zu einer. Where have we just been? Wo waren wir gerade? He turns into a statue. Und wird jetzt vom Drachen zu einer Statue. And so if he gets cast down to earth, Und als er auf die Erde geschmissen wurde, what about this thing? was wird dann mit diesem? It has to get cast down to earth as well. Muss es auch auf die Erde herunterkommen? You okay with that? Könnt ihr dem folgen? So if it's all down on earth, Wenn jetzt nun alles hier auf der Erde ist, what's the word we're looking for? what's the? Word. Nach welchem Wort suchen wir nun? There's war where? Wo befindet sich nun der Krieg? There's war on earth. Da ist Krieg auf der Erde. Sister Catherine? The original question was, what's another word for parable? Proxy. Ein anderes Wort für Gleichnis ist Stellvertreter. Are we all okay with that? Können wir dem folgen? Proxy. Stellvertretung. What's the problem with teaching people about Sabbath? Was ist denn das Problem, wenn wir Menschen über den Sabbat lehren? Sabbath is connected to Der Sabbat steht in Verbindung mit God. Gott. And God lives Und Gott lebt wo? in heaven. Im Himmel. And therefore you break the rule of... Und deshalb bricht man welche Regel? Die Everyone Regel okay? der Stellvertretung. We have to keep proxy rules. Wir müssen die Regeln der Stellvertretung einhalten. They live on earth. Sie leben auf der Erde. They have to be tested on earthly things, not heavenly things. Sie müssen auf Grundlage von irdischen Dingen getestet werden und nicht auf Grundlage von himmlischen. Are we okay? Können wir dem folgen? So we've spoken about this same issue in 3 or 4 different ways. Wir haben also jetzt die gleiche Thematik auf 3 oder 4 verschiedenen Art und Weisen betrachtet. 10 Commandments, 4, 6. 10 Gebote, 4, 6. Parables. Gleichnisse, Now proxy. Stellvertreter, People who don't even know about the law. Leute, die nicht einmal das Gesetz kennen. So we spoke, the same issue comes up over and over again. Die gleiche Thematik kommt immer und immer wieder auf. If you've got 4 testimonies on this issue, Wenn man nun 4 models, 4 Zeugen, 4 Modelle hat, you know it must be correct. wissen wir, dass es richtig sein muss. I know people who are watching on camera Ich kenne Leute, die jetzt zu Hause die Videos anschauen, cannot understand what I'm about to say. nicht verstehen werden, was ich jetzt sagen werde. But those of us who were at the meal table earlier on in the day, Aber diejenigen, die am Esstisch sitzen, this is what is at the heart of our problem.
Das ist das Herz unseres Problems. The way we read, Die Art und Weise, wie wir lesen. the way we interact with the spirit of prophecy. Die Art und Weise, wie wir mit dem Geist der Weissagung umgehen. It's not an opportune moment to discuss that on camera in class. Es ist jetzt nicht die Gelegenheit hier, dass wir das jetzt in der Klasse vor laufender Kamera besprechen. But the students that were at the meal table and heard that conversation, Aber diejenigen, die am Esstisch heute Morgen saßen und die Konversation mitverfolgt haben, I think they really need to meditate upon what the conversation was what God was trying to teach us through that conversation. aber ich glaube, alle, die das gehört haben, sollten darüber nachdenken, was dieses Gespräch und was Gott uns durch dieses Gespräch lehren möchte. So, we've got a number of Bible verses. Wir haben also einige Bibelverse. We've gone through the story. Wir haben die Geschichte verfolgt. Now I want to do it through the verses. Jetzt möchte ich es durch die Verse besprechen. So, Sister Suellen, could you begin to lead us through the verses Kannst du anfangen, uns durch die Verse durchzuleiten, that we've gone through in class? die wir in dem Unterricht schon besprochen haben? Okay, shall we start with Ephesians 6:5? Wir fangen bei Epheser 6, Vers 5 an. Sister Aileen, what's Ephesians 6:5 say? Was heißt es in Epheser 6, Vers 5? I don't remember. No looking, anybody? Nicht nachschauen. Brother Jim? I just read it. Now That's fine. Ich habe es gerade schon gelesen. Sister Catherine? Sister Sarah? Getting it I mixed up. read it, but it didn't help. Okay, read it and it didn't help. Sister Suellen. Servants obeying their masters. Es ging darum, dass die Diener ihren Herren dienen. Oder die Knechte ihren Herren dienen. Okay, next verse. Nächster Vers. Matthew 7:12. Matthäus 7, Vers 12. Sister Tamina? That was the golden rule. Das ist die goldene Regel. Matthew 22, Dann gingen wir weiter zu Matthäus 36 22. to 40. Sister Sarah? Matthew 22, 36 to 40. It was about the 2 commandments. And that had another reference that was the same, and it was Mark 12, 21, 20 and 20, 30 and 31. Wir hatten noch eine weitere Angabe zu genau dem gleichen, nämlich Markus. Mark 12, 30 and 31. Markus 12, 30 und 31. And then we went to Exodus. If you're going to do Mark 12, 30 to 31, Wenn man Markus 12, 30 und 31 betrachtet, what was connected to Mark 12? was war denn stand denn in Verbindung mit Markus 12? Can we look? Okay, we'll come back to it. Das werden wir später nochmal Then we went betrachten. to Dann sind wir zu 2. Buch Mose gegangen. 20. And we had verses. we had I don't know which one to go with first. I It's don't. 2 parts. So the first one was 1 through 11. Den ersten Teil hatten wir von 1 bis 11 And the other one was 12 through 17. und der andere Teil 12 bis 17. Sister Aileen? This is the last 6 verses of the 10 Commandments.
Das sind die letzten 6 Gebote der 10 Gebote. Was hast du nicht verstanden? 4 and 5. Dann 5. Buch Mose, Sister Catherine? Kapitel 6, Verse 4 und 5. Was it was about the love God, Es ging darüber, dass man Gott lieben soll. about the first 4 commandments. First commandment. Also somit um die ersten 4 Gebote. Dann haben wir 3. Buch Mose angeschaut, Kapitel 19, Vers 18. My sister Deniska, do you know what that is? You have a look? Neighbor. Oh, Es geht darum, deinen Nächsten zu lieben. So, which number? The 6 Sind Commandments? die 6 Gebote, or oder? the second? Das 2. Gebot. So we went to Exodus Wir sind erst zum 2. Buch Mose gegangen. and 1 to 11 1 bis 11 is the first 4. sind die ersten 4 Gebote. And then we went to Deuteronomy and Leviticus and we saw it repeated. Und dann haben wir 5. Buch Mose und 3. Buch Mose betrachtet und dort erkannt, dass diese wiederholt werden. So Deuteronomy 6 5. Buch Mose 6 is 20, 1 to 11, beinhaltet 2. Buch Mose 20, 1 bis 11. and Leviticus is 12 to 17. Und im 3. Buch Mose werden die Verse 12 bis 17 betrachtet. Does that make sense? Yeah? Macht das Sinn? Okay. 4, 20 and 21. Und dann sind wir zum 1. Johannes gegangen, Kapitel 4, die Verse Kathy? 20 und 21. I'm trying to paraphrase close. You're a liar when you claim to love God and hate your brother. Du bist ein Lügner, wenn du vorgibst, Gott zu lieben, aber deinen Bruder hasst. You must love what you see. Du musst das lieben, was du sehen kannst. John 13. 34 and 35. Johannes 13, Brother Wolfgang? John 13? Don't know. 34 und 35. Sister Dahlia? Sure you Kann can. ich es lesen? Sicher? New commandment? New commandment. Yes. Hey there, sister. Yeah? Okay. You tell us when you're done. Good. Es geht um das neue Gebot. Dann kam Lukas 6, 37 and 38. 37 und 38. Sister Domina? Was that the one about the judgment? The measure of judgment? Ging es darum, dass mit dem Maß, mit dem man gerichtet wird, man dann selbst gerichtet Tell wird? us.
Sag du es uns? Yeah, I think because What? we named all the other ones, so I think it's that one. Ich glaube, das ist. Judge not for how does it go in English? Yeah, it's about That you shall judgment. not be judged. Judge others, so judge not others, so you will not be judged. Richte keine anderen, sonst wirst du gerichtet. And Und? And do unto others as you want to have them do unto you. good. Tu So anderen so, wie du auch möchtest, dass sie dich behandeln. Both positive and negative. Also sowohl positiv als auch negativ. We'll say do to others, Behandle andere. or we could say don't do to others. Oder man könnte auch sagen, wie sagt man das im Deutschen? Romans 2, Behandle andere nicht so. 10 through 16. Dann sind wir weiter zu Römer 2 gegangen. Says what? It Verse 10 bis says, 16. it's particularly in 14 and 15. So it's particularly in 14 and 15. Speziell Vers 14 und, 15 und 16. And it says that even Gentiles can love their neighbor. Dort heißt es, dass auch Heiden ihren Nächsten lieben Carry on. können, Without knowing the law. ohne dass sie das Gesetz kennen. Naturally, they can love their neighbor naturally Also without knowing the law. von Natur aus können sie ihren Nächsten lieben, ohne das Gesetz zu kennen. Good. Next verse. Well, I thought that was the only ones that we had. That's it. Ich glaube, das waren alle Verse, die wir besprochen haben. So let's quickly review. Lasst es uns nochmals wiederholen. Ephesians 6:5. Epheser 6, Vers 5. Why do we talk about this? Warum haben wir darüber gesprochen? Servants and masters. Über die Knechte und die Diener. Die Knechte und die Sister Kathy, Herren. why do we talk about that? Somehow we were talking about slavery and where it came from, Wir haben erst über die Sklaverei gesprochen und woher dies kommt. and that it comes from God, Dass es von Gott kommt and it's been corrupted by man, und von Menschen in die Korruptheit gezogen wurde. and then it came up that we're servants, Und dann sind wir weitergegangen, dass wir Diener sind. and that we're to obey, but the word is really slave. Und dass wir Gehorsam schenken müssen, aber das eigentliche Wort ist wirklich Sklave. And who do we obey? Und wem wir Gehorsam schenken. Good. So we discussed this Das haben wir besprochen. and our relationship with our fellow humans Und die Beziehung zu unseren Nächsten, to see that it was a model um zu erkennen, dass dies ein Modell darstellt. about our relationship with God. Ein Modell, das unsere Beziehung zu Gott aufzeigt. The problem is Das Problem jedoch, this looks ugly, dass dies sieht schrecklich aus. but it led us Aber es hat uns dahin geführt. to what, Sister Kathy? Wohin? Not Zur too goldenen big a Regel. step. Nicht so große Schritte gehen. It's slavery. Dass es gute Sklaverei To gibt. the five relationships that we experience in life. Zu den 5 Beziehungen, die wir in unserem Leben erfahren. We saw Wir haben erkannt, that this servant-master relationship dass diese Beziehung zwischen Knecht und Meister, that we do have here on earth die wir hier auf dieser Erde haben, is a corrupted version of what God intended. ist eine verdorbene Version von dem, was Gott eigentlich wollte. And we saw that this relationship is only one of 5. Und wir haben gesehen, dass diese Beziehung eigentlich nur eine unter 5 ist. So, Brother Jim, how many of the 5 can you do for us? Wie viele der 5 kannst du nennen? Marriage, Ehe,
Siblings, Geschwister, children, Kinder, um, und Freunde. right, Good. friends. So we saw that this one verse led us to all human relationships. Wir haben also gesehen, dass dieser eine Vers uns zu allen 5 Beziehungen führt, die ein Mensch eingeht. And all of that, Und all das, what word was that, Sister Catherine, you said? welches Wort ist das? Was hast du gesagt? And then all this is a proxy. All das ist eine Stellvertretung. It's all a proxy of our relationship with God. Eine Stellvertretung von unserer Beziehung zu Gott. But we didn't use the word proxy, we said it's a parable. Wir haben nicht das Wort Stellvertretung genommen, sondern das Wort Gleichnis. Matthew 7:12, Matthäus 7, Vers 12, the golden rule. die goldene Regel. The golden rule is what, Sister Aileen? Was ist diese goldene Regel? Love your neighbor as yourself. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Love your neighbour as yourself. Everyone okay with that? Alle soweit einverstanden? You want them have unto you. Behandle andere so, wie du Have a- möchtest, dass sie dich Have a look behandeln. at the verse. Schau dir den Vers nochmal an. What did you say? 7:12. Matthäus 7, Vers 12. Don't read the verse, but paraphrase it. Lies den Vers jetzt nicht, sondern beschreibe es mit deinen eigenen Worten. Do unto others, Yeah. or love your neighbour. Do unto others as you want to be treated. Ist es behandle andere oder geht es darum, liebe deinen Nächsten? Good. So I'll just do it. You don't have to translate. Treat others the way you want them to treat you. So then we went to Matthew 22, 36 to 40. Dann sind wir zu Matthäus 22, 36 bis 40 gegangen. What does that say, Was heißt es dort? Kathy? The first commandment is to love God, Das erste Gebot ist, Gott zu lieben. and the second command is to love your neighbor. Das zweite Gebot ist, deinen Nächsten zu lieben. Good. When is this happening? Wann geschieht dies? When? Matthew 22. Where is Matthew 22? Matthäus 22. Wann findet Matthäus 22 statt? I don't remember. Weiß es We haven't nicht. done it in class. Yeah. Oh. Wir haben es auch nicht im Unterricht gemacht. Is that after the second temple cleansing? Es ist nach der zweiten Tempelreinigung. Sarah? Don't know. Just had the triumphal entry. Eben ist der triumphale Einzug geschehen Just had the second temple cleansing. und die zweite Tempelreinigung. And then this. Und dann kommt dies. And what's about to happen? Und was wird als nächstes geschehen? Das letzte Matthew Abendmahl. 23. Matthäus 23 kommt dann. The great public rebuke. Die große öffentliche Bloßstellung. And what's the purpose of Matthew 23? Was ist die Absicht von Matthäus 23? Rache. Good. Ja, gut. Separation Die Trennung. of two groups. Trennung von 2 Gruppen. One group. Die eine Gruppe. Who is the one group? Wer ist die eine Gruppe? Die Not the Juden. Jews. Nicht die Juden. The leadership. Good. Die Pharisäer, die Leiter. Second group. Und die zweite Gruppe? Die Jünger. Not disciples. Nicht die Jünger. The people. The laity. Das Volk, die Laien. Christ has never publicly attacked them and told people to make a choice until now. Jesus hatte nie zuvor eine öffentliche
Tadel gemacht, so dass die Leute sich entscheiden mussten. He says that your temple is destroyed. Er sagt, euer Tempel ist zerstört. Says Deniska, what Bible verse is that? Welcher Bibelvers ist das? Matthew 23. Matthäus 23, Without looking. ohne zu schauen. Verse. Vers. Sister Esther? I'm looking, I cannot find. Ich schaue, aber ich kann es nicht finden. Sister Rainey? Brother Peter? 38. Good. 38. 38. Es ist Vers 38. Your temple is destroyed. Euer Tempel ist zerstört. Leads to chapter 24. Welches dann zu Vers 24 führt, The disciples are shocked dass die Jünger schockiert sind. and they say the temple can't be destroyed, it's too strong. Sie sagen, der Tempel kann doch gar nicht zerstört werden, er ist doch viel zu stark. God wouldn't do that. Gott würde das nicht tun. And then Christ gives that whole prophecy. Und dann gibt Christus die ganze Prophezeiung. Mark 12. Markus 12. So I just need to check something. Ich muss mal kurz was überprüfen. So we connected Mark 12 with Matthew 22. Wir haben Markus 12 mit Matthäus 22 verbunden. Specifically, we went to verse 22:38. In Matthäus 22 sind wir zu Vers 38 gegangen And 12:30. und in Vers 12 den Vers 30. The Mark version is just first commandment, Im Markus steht das erste Gebot and the Matthew version is the great commandment. und in Matthäus ist es das große Gebot. Why is the first commandment the great one? Warum ist denn das erste Gebot das große Gebot? So does everybody know what I just did? Give me the Bible verses. Was habe ich gerade getan? Wer weiß es? Gib mir die Matthew. Bibelverse. Matthäus 22, Vers 38 Mark und Markus 12, Vers 30. I'm going to call it part B. Ich möchte es jetzt Teil 2 nennen. The second part of the verse. Der zweite Teil des Verses. In Matthew it's split. In Matthäus wird es nämlich getrennt. So 37 Vers 37 is what? ist dann also, Is 30 part A. ist Vers 30 Teil A. Is that good? Könnt ihr folgen? 37 is 30 part A. 38 is 30 part B. Vers 37 in Matthäus ist Vers 30 in Markus Teil A und Vers 38 ist Vers 30 Teil B. You check that, Sister Deniska, and then tell me if it makes sense. Macht das Sinn? Can you see the connection in the verses? Kannst du die Verbindung in diesen Versen erkennen? They're exactly the same. Sie sind genau gleich, This is the second part, part B. aber diesen Vers 38 finden wir in Vers 30b. And the difference Und der Unterschied, is this says great. in diesem Vers heißt es das größte Gebot. This one Und is in diesem blank. ist dieses Wort nicht enthalten. So why is it so great? Warum ist es denn so groß? Are you okay with Sister Kathy? Have I done something wrong? In German it says Oh, the good. greatest. In German it says the greatest. In Matthew or In Matthew. yeah, it says in English great test. The great, like the maximum, the greatest. Not Okay, just a so we'll great, do a definite article. The great Okay. one. das Größte. Why is it so great? It's the relationship to God. Because it's our relationship to God. Es ist die Beziehung zu Gott. Ephesians 6:5 Epheser 6, Vers 5. that leads to all of this Das zu all diesem führt. is just a Proxy.
ist nur eine Stellvertretung. It's just a proxy. Nur eine Stellvertretung. It's just a parable. Nur ein Gleichnis. It's an example Es ist ein Beispiel of the original. von dem Ursprünglichen. The purpose of our existence Der Grund unseres Daseins is not to have babies, ist nicht, Kinder oder Babys zu haben, not to have children, keine Kinder zu haben, not to have friends, auch nicht Freunde zu haben, not to serve people or be served. nicht Leuten zu dienen oder bedient zu werden. What's the purpose of our creation? Warum sind wir geschaffen worden? Um Gott zu dienen, To serve God, um ihn anzubeten, to have a relationship with Him. um eine Beziehung mit ihm zu haben. It's not just to serve Him, Es ist nicht nur ihm zu dienen, it's not just to worship Him. es ist nicht nur ihn It's anzubeten. what? Es ist To understand zu verstehen, His creative power, seine schöpferische Macht, to be His friend. sein Freund zu sein. All of these human relationships, All diese menschlichen Beziehungen, which is the second commandment, welches das zweite Gebot ist. are all there to understand the great. Diese alles ist hier, damit wir das Größte verstehen. Okay, so we are here. Exodus 20. Wir befinden uns jetzt in 2. Buch Mose 20. So Sister Suellen told us 1 to 11, Suellen hatte gesagt, dass 1 bis 11 which is the 4. die 4 Gebote sind. So why are we here? Warum sind wir in diesen Versen? Jesus is referencing from. Wir wollten erkennen, von wo Jesus zitiert. When we're here, Wenn wir hier sind, we want to see what he's talking about. möchten wir verstehen, worüber er spricht. So I took you to Exodus Ich habe euch in das 2. Buch Mose 10 gebracht. Vers 10. gets changed into 2. Diese 10 Gebote werden in 2 getrennt. In 2 verändert. But the Exodus one, Aber diese Verse aus 2. Buch Mose, which is all correct, das soweit stimmt, can be further developed or explained in Deuteronomy and Leviticus. können dann noch weiter erklärt werden im 5. Buch Mose und im 3. Buch Mose. Because in these passages, Denn in diesen Abschnitten, that's what he's actually referring to here, isn't he? auf diese bezieht er sich eigentlich hier. Yeah? He's Oder? quoting from Deuteronomy and Leviticus. Er zitiert von 5. Buch Mose und 3. Buch Mose. Am I correct in that? Good. Yes? So now we're in 1 John. Wir sind nun im 1. Johannes. What's 1 John? Worum ging es nochmal im 1. Johannes? Their emphasis on the 4, and in 1 John we see how can you have your emphasis on the 4, which you don't see. Your emphasis should be on the 6. Die Juden legten ihre Betonung auf den ersten 4 Geboten und hier werden sie zurechtgewiesen, wie kann man denn die ersten 4 Gebote halten, was man nicht sehen kann. You focus on 4, Man ist so fokussiert auf den 4, what do you become? was wird man dann? What are you if you focus on the 4? Was bist du, wenn du so auf den 4 fokussiert bist? When you say you love someone that you can't see. Wenn du jemanden liebst, den du nicht sehen kannst? What the text says or what? I don't know what the text even I don't get says. You're a liar, yeah. Text. Yeah? Verse 20, In Vers 20. Brother Wolfgang. You're a liar. Du bist ein Lügner. You claim to be a disciple and it's all lies. Du behauptest, ein Jünger zu sein, aber das sind alles nur Lügen. And that's our condition. Das ist unsere Verfassung. We claim to really love God and we don't love him. Wir behaupten, Gott zu lieben, aber wir lieben ihn eigentlich gar nicht. What's the Richtig. evidence that we said? Was ist denn der Beweis dafür? What was our banner that we love him? Was ist denn so unsere Fahne,
unser Sister Le Catherine? dass Which wir ones? seine Gebote halten. Welche? Primarily the Sabbath. Und primär den Sabbat. And then we can also expand that to talk about reforms. Und dann können wir das noch erweitern und über Reformen sprechen. John 13. Johannes 13. What did that teach us, Sister Aileen? Was hat das uns gelehrt? Why have we discussed this new Warum haben wir commandment? dieses neue Gebot besprochen? I think we had discussed it because the new commandment, they saw it in a new or different way. Sure. Anything more? No. If you've got something new, Wenn du etwas Neues hast. Was hast du nochmal gesagt, Tori? And you have to have. something old. Wenn man etwas Neues hat, dann muss man auch etwas Altes haben. So we could either do this two ways. Wir können also dies auf zwei Arten betrachten. You look at the thing in a new way, Du denkst, du betrachtest die Sache in einer neuen Art und Weise, or you have a new understanding, a new focus, oder du hast ein neues Verständnis, einen neuen Fokus. which is something that's new. Etwas, das neu ist. So what did we have connected with this one? Was haben wir mit diesem verbunden? What was the artwork that we had here, Sister Suellen? Was war das Bild, das wir gezeichnet haben? Or love one another as Christ has loved us. That's all correct, but there was some picture work here. Dass wir einander lieben sollen, wie Christus uns liebt, das stimmt, aber was haben wir hier aufgezeichnet? Welches Bild? The old one is 4:6 and the new one is 6:4. Wir haben gesagt, das Picture. Alte ist 4,6 und das Neue ist 6,4. What do we call that? Was nennen wir das? Wie nennen wir das? The word. That pattern. Das Muster. Sister Tamina said it about 15 minutes ago, but I didn't want her to do that. 15 Minuten zuvor hat es I can Tamina schon remember. gesagt, aber Okay? Begins with C. No. Sister Aileen? Commandment. Gebot. Chiasmus. So we developed a chiasm Wir haben einen Chiasmus aufgestellt, that said 4, 6, 6, 4. der dann hieß 4,6,6,4. Hopefully we can remember that. Ich hoffe, daran können wir uns erinnern. Who's this, Sister Catherine? Wer ist das? The priest. Die Priester, Nathanims. Good. die Tempeldiener. Then we went Luke's. Kann ich da noch was We did hinzufügen? something else. With the new commandment or this new emphasis, we said also it's a new test. Mit diesem neuen Gebot, mit diesem neuen Betonung haben wir auch gesagt, dass es ein neuer Test ist. So the test is now different. It's not the Sabbath anymore, it's something else. Der Test ist anders. Es ist nicht der Sabbat, sondern etwas anderes. Good. Luke 6. Lukas 6. We've got do to others or don't do to others. Why did we go here? Warum haben wir das betrachtet? Kathy? I think you pointed to the Matthew 18, the parable of the servant that was forgiven his debt, and then he didn't forgive the debt of his servant. Wir haben auch in diesem Zug das Gleichnis aus Matthäus 18 betrachtet, wo der Haushalter seinem Knecht die Schuld erlassen hat, aber dieser Knecht hat seinem Mitknechten dann die Schuld nicht erlassen. Matthew 13? No. 18. Matthäus 18. 23 bis 35. Do we remember that? Können wir uns daran erinnern? Yeah. So it's about two people. Es geht hier um zwei Leute. One's forgiven something big and one's
being forgiven something small. Dem einen wird etwas Großes erlassen und dem anderen etwas Is Kleines. that the parable? He's not forgiven. Ihm He's wird supposed to be. ihm sollte etwas Kleines vergeben werden, aber ihm wird nicht vergeben Are we okay with that? oder erlassen. Können wir uns daran erinnern? 1 second. I want another story Ich möchte noch eine andere Geschichte, which we didn't do in class. die wir im Unterricht nicht behandelt haben. First, you either give the story or the passage, the Bible passage. Entweder nennst du erst die Geschichte oder den Bibelvers. Verlorene? Der verlorene Sohn ist es nicht? Anybody? No one? Weiß es niemand? Ist es ein Gleichnis? Ja. Matthew? Matthäus, I'll give the verses, then you give the story. 26. Matthäus 26, Without looking. ohne zu schauen. Don't look. Matthew 26, verse 6. Und dort Vers 6. What's Matthew 26, verse 6? Um was Sister geht es in Catherine? Matthäus 26, Vers 6? This is the one. Sister Tamina? You've looked naughty. Got to force yourself not to look. But Müsst euch how am zwingen, I nicht. supposed to know when I don't look? I mean, I have memorized the Bible. Wie kann ich denn... It works like this. When I say think, Es funktioniert so, wenn ich your sage, brain denke, is going through all of its data files. dann geht dein Gehirn durch alle Daten And you get to a place und dann kommst du an einen Punkt where you're looking and you're looking. und da suchst du und suchst du. And if you keep on searching, then someone gives you the answer. Und wenn du suchst, dann gibt jemand die Antwort. After you've stretched yourself, it falls into its proper place and stays there. Und weil du dich so angestrengt hast, dann kommt die Antwort und bleibt am richtigen Ort. It settles a lot deeper. Und somit bleibt es viel tiefer hängen. Sister Kathy? No? Sister Sarah? I looked. I know. I saw. The story is? What was your name? I looked in it. Mary? Mary, His name is? Simon. Good. They were at Simon's house and Mary was pouring the oil upon Jesus' feet. And what's the issue? Why is she wasting that oil for? No, that's not his issue. Simon's That's- issues? Yeah, Issue? that's Judas. He's worried about the money. Okay. What's Simon's issue? Why is she even here? No? Yeah. What kind of a person is she? Adulteress. She's a sinner. Yeah. What kind of a sinner? Compared to him. Bigger sinner than... She's a bigger sinner and he's a smaller sinner. I translate. Also es geht hier in der Geschichte um die Begebenheit, wo Jesus in dem Haus von Simon war und Maria hat ihm die Füße gesalbt. Und worum geht's hier? Ich habe erst gesagt, dass sie dieses Öl verschwendet. Dann sagt er, aber es war nicht das Problem von Simon, sondern von Judas. Simons Problem lag darin, dass sie eine viel größere Sünderin ist als er selbst. Okay, Sister Tamina, seeing as you like cheating, keep on looking. Tell me what's the issue that Simon has. Was ist denn das Problem, das Simon hatte? No, let me rephrase that. What's Simon's sin? Was ist denn Simons Sünde? That he No. he thinks not that she's equal to him. What's the sin that he's done? Was ist denn die Sünde, die er beforehand? getan hat? He was a leper. He was what? A leper. It's not his sin. Do you know what his sin was? Was war denn seine Sünde? No. Dass er richtet? Sorry? He was
He was with whom was he committing adultery? Mit wem hat er denn Ehebruch begangen? No, you can't point. You have to speak. The camera can't see you're pointing. With Mary. Mary. Mit Maria selbst. He's the one who led her into sin. Er war derjenige, der sie in Sünde geführt hat. And now she's a impure woman. Und jetzt ist sie diese unreine Frau. He has the audacity to say what? What is audacity? Und jetzt maßt er sich an, He has the audacity to say what? um was zu sagen. She's worse Sie ist schlimmer than me. als ich. Woher wissen wir das? No, I don't know. That's another one I made up. Das ist nochmals, was ist denn zwischen den beiden? Fehlgeschlagen. He's an older man. Er ist ein älterer Mann And she's a younger woman. und sie ist eine jüngere Frau And he seduced her. und er hat sie verführt And he destroyed her whole life. und er hat ihr ganzes Leben zerstört. And now she's forgiven. Jetzt wird ihr vergeben He says, und er sagt, how can Jesus allow this wicked woman near him? wie kann Jesus überhaupt erlauben, dass diese böse Frau so nah an ihm dran ist? How many men has she been with? Mit wie vielen Männern war sie denn schon? Me? Mit mir? I'm really nice. Ich bin doch sehr nett. There's a whole heap of things, yeah. Da geht so viel vonstatten. Er ist eifersüchtig. So he's the one that's done the most sin. Er ist derjenige, der die meiste Sünde begangen hat. She hasn't done anything wrong Sie hat nichts falsch gemacht, because she was led into this lifestyle by him. weil sie durch ihn in diesen Lebensstil geführt wurde. This is a story about Das ist eine Geschichte über sexism Sexismus in its ugliest form. in der schrecklichsten Art und Weise. So, which story are we at? Luke 6. Matthew 18. Wir waren in Matthäus 18. You have two servants, a big servant and a little servant. Dort haben wir diesen Knecht, diesen großen Knecht und diesen Mitknechten, der unter ihm steht. Who's the big one? Wer ist denn der große Knecht? What's the person's name? Wie heißt er? Simon. Simon. And the small one is Und dieser Mitknecht Mary. ist Maria. You have to line upon line, story upon story. Linie auf Linie, Geschichte auf Geschichte. Okay, so we did that one. Wir haben also das betrachtet. The thing we wanted to get from Luke 6 Wasn't it also about the measure? The kind of measurement you are measuring, which is falling upon you again? yes. Okay, that's the parables. So the other thing we want to get with from Luke, Was wir auch noch von Lukas erkennen wollten, it's not just about reciprocation. dass es nicht nur um diese Geben und Nehmen ist, Because the way we're supposed to treat people denn die Art und Weise, wie wir Leute behandeln sollen, is based upon what model? ist auf Grundlage welches Modells. Not how you want them to treat you. Nicht, wie du möchtest, dass sie dich behandeln. We would call that Wir würden es bartering. Just as exchange. als diesen Austausch nennen. Ja, Tauschhandel. So that's not the standard. Das ist nicht der Standard. So you can forget all of this stuff. Also könnten wir all das vergessen. So all of that is you throw it away. All das werfen wir weg. Now this is a much higher standard. Das ist ein viel höherer Standard. What's this standard, Was ist denn dieser Sister Standard? Kathy? We're supposed to love someone in which way? Wir sollten jemanden lieben und auf welche Art und Weise? Christ has loved us. So wie Christus uns geliebt hat. Now it says Christ has loved us. Jetzt heißt es, Christus hat uns geliebt. It's not just how they would love us. Es geht nicht nur darum, wie sie uns lieben. I want people to treat me nicely, I'll treat them nicely. Ich möchte, dass Menschen mich nett behandeln, also behandle ich sie auch nett. This is not that rule. Das ist nicht diese Regel. This takes it an order of magnitude higher. Das hebt das Ganze noch wesentlich auf einen höheren Standard. How many of us would be here if we had the golden rule here with God? Wie viele von uns würden überleben, wenn wir hier diese goldene Regel mit Gott hätten? None of us. Niemand. God behaves with us differently than we behave with him.
Gott verhält sich uns gegenüber anders, als wir uns ihm gegenüber verhalten. So we focus upon, say, this one Wir haben uns hier auf das fokussiert or this one, oder dies hier. but I think it's this one. The Luke 6 is the real story. Aber ich glaube, eigentlich ist es Lukas 6, der die eigentliche Geschichte aufzeigt. What was the verses we did here? Welche Verse haben wir hier betrachtet? No, look in. 23? 20. 3? Nein? Have a look. 26. Good. Matthew 26. Beginning. We didn't read the passage. Beginning which verse? Matthäus 26, ab Vers 6. This is Simon, Das ist Simon and this is the servant who steals. und das ist dieser Diener, der stiehlt. And what we want to see Was wir erkennen möchten, is the way God operates is not the way we operate. wir möchten erkennen, dass die Art, wie Gott operates, Behaves. wie er sich verhält, nicht die Art und Weise ist, wie wir uns verhalten. You can't just do the golden rule. Wir können nicht einfach nur die goldene Regel anwenden. Doesn't work that way. So funktioniert das nicht. Because this is the great commandment. Denn das ist das größte Gebot. God is far greater than us. Last time we Gott looked ist viel at größer als wir. Romans 2. Und als letztes haben wir Römer 2 betrachtet. What's Romans 2, Sister Aileen? Um was geht es in Römer 2? It's on the board. It'll be easy then. That the Gentiles keep the 6 last commandments. Die Heiden halten die 6 Gebote. Yeah. Bit more. Ein bisschen mehr noch. Who taught them here? Wer hat ihnen das denn gelehrt? A missionary? Ein Missionar? No, it's natural. Okay, so give a bit more Von information because it doesn't Natur take aus. everything there. Denn an der Tafel steht nicht alles. Not sure. Just repeat what you said. Just give a bit more detail. It's The correct. Gentiles keep the 6 last commandments because it's natural to them. Die Heiden halten die letzten 6 Gebote, weil das für sie ganz natürlich ist. I'm not sure for That's the good. part. Gut. Sister Catherine, you ready? You with this? Yeah. Are all these Gentiles good Sind in the world? all die Heiden in der Welt gut? Sure. Surely not. Sicherlich nicht. No. Nein. Who are all these good Gentiles? Wer sind denn all diese guten Heiden? Brother Wolfgang, what's their name? Wie heißen sie? These are Nethinims. Das sind die Tempeldiener. The people in the world are not good. Die Menschen in der Welt sind nicht gut. There's elect group Da gibt es diese auserwählte Gruppe, which we have called Nethinims, die wir Tempeldiener nennen. and they're the ones that keep the commandments naturally, Sie sind diejenigen, die die Gebote von Natur aus halten, not the other ones. nicht die anderen. Good. That they don't fight against the emphasis of the Holy Spirit instead of naturally. Können wir nicht sagen, kannst du auf Deutsch sagen? Ja, dass sie nicht gegen den Heiligen Geist kämpfen, anstatt dass wir sagen, dass sie die Gebote natürlich halten. Would it pick up on the microphone? I hope. Okay. So, yes, I think you can say that. Ich denke, so könnte man das sagen. There's a Holy Spirit that's working upon them Der Heilige Geist wirkt auf ihnen, because everyone, denn jeder all the Gentiles know this. und alle Heiden wissen das. In fact, not just the Gentiles, even all the Christians know this. Und nicht nur alle Heiden, sondern alle Christen. But they don't put it into practice. Aber sie setzen es in die Praxis nicht So, um. what's the difference between a Nethinim Was ist nun der Unterschied zwischen einem Tempeldiener and what we'll call someone in we'll call it a Gentile? We'll do it that way. A worldly person. im Gegensatz zu einem Heiden, einer weltlichen Person? One Der eine is in some way listening or having a relationship with the Holy Spirit. Einer hört auf den Heiligen Geist oder hat eine gewisse Art und Weise
eine Beziehung mit ihm. Because if one of these people has the law naturally in their heart, Denn eine dieser Personen hat das Gesetz von Natur aus im Herzen and then a second one does, und ein zweiter auch. what do we know? Was wissen wir? Upon the testimony of two, Auf das Zeugnis von Zweier. everyone does. Jeder tut es. They all have it in their heart. Alle haben es in ihrem Herzen. Only the Nethinims or also Everyone in the world. Ja. Alle, jeder in der Welt. The problem is Das Problem ist jedoch, they're not all keeping them. sie halten sich nicht alle halten diese Gebote. That's what makes them a Nethinim. Und das ist der Unterschied, dass sie zu einem Tempeldiener macht. And it has to be the Holy Spirit that's doing that. Es muss der Heilige Geist sein, der dies vollbringt. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you for your watch care and your goodness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Schutz und für deine Güte. Help us to meditate upon your word, Hilf uns, dass wir über dein Wort nachdenken, that we may be transformed dass wir verändert werden by the renewing of our minds. durch die Erneuerung unserer Gedanken. We ask for this to be our experience today. Wir bitten darum, dass dies unsere Erfahrung heute sein möge. We live in hope Wir leben in der Hoffnung and expectation und der Erwartung, that you would answer our prayer dass du unser Gebet beantwortest. in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.